Und jetzt möchte ich gleich überleiten in den nächsten Talk, der eben diese Limitierungen überwindet. Die Leute vom Perlon-Projekt werden uns jetzt zeigen, was möglich ist mit dem Segelflug. Wir haben, weil die Leute von Perlon eben Englisch sprechend sind, haben wir einen Dolmetscher angefragt, der die Ausführungen übersetzen wird. Und das ist Tom Taylor. Und vielen Dank hier an dieser Stelle ihm für seinen Auftrag, für seine Arbeit, die er hier für uns erledigt. Also, ich freue mich auf den Talk und please. Good afternoon. Thank you all for coming. Guten Nachmittag, vielen Dank fürs Erscheinen. My name is Morgan Sandercock. I am a glider pilot from Australia. Mein Name ist Morgan Sandercock. Ich komme aus Australien und bin Segelflugpilot. I'm here today to talk to you about the Perlan project. Ich rede heute zu Ihnen über das Perlan-Projekt. The first part of the presentation will talk about my colleague Einar Enevoldsen. Im ersten Teil des Vortrages wird mein Kollege Einar Enevoldsen reden. And then I will talk about the meteorology and the gliders. Ich rede dann im Folgenden über die Meteorologie und die Segelflugzeuge. Einar is a test pilot. Originally, he flew with the US Air Force. Einar war in früheren Zeiten Testpilot der US Air Force. But he's also a glider pilot, and here are some of his gliders. Aber er ist ebenso auch Segelflieger und hier sind einige seiner Flugzeuge. The Nimbus 3, the Diamond, and he also flew many different gliders for NASA. Ein Nimbus 3, 18 Meter Diamant, und er flog auch einige für die Air Force. And then he was offered a job in Germany working for Grobe. Er bekam dann einen Job angeboten in Deutschland, um für Grob zu arbeiten. And Einar worked on this very interesting aircraft designed to fly at extremely high altitude. Er bekam die Möglichkeit, an einem Flugzeugprojekt zu arbeiten, das in extremen Höhen operieren kann. This is interesting because it has a piston engine driving the propeller and a jet engine as a turbocharger. Eine Kolbenmaschine treibt den Propeller, aber auch vorne nochmal eine Turbine. And while Einar was working in Germany, he saw this picture on the right-hand side on the meteorologist's wall. In der Zeit, wo er in Deutschland arbeitete, sorry, I missed it. He saw this picture on the wall of the meteorologist. Er hat dieses Bild gesehen beim Meteorologen an der Wand. Einar, tell us about this picture. From the beginning of wave flying in sailplanes, we thought all the evidence showed that waves went up through the tropopause and waves did not extend into the stratosphere, mainly because there's not much wind in the stratosphere. But the best part about flying the strato glider... Pause. Pause. Translation. Yeah, you can do it. Okay, go ahead. You're a very smart operator, my dear. I'm a geologist. So the picture on the right, I just happened to see at the DLR in Oberpfaffenhofen, and suddenly it said there's a wave in the stratosphere, 23 kilometers. The wavelength is about 17 kilometers. The amplitude is a couple of kilometers. I can soar in that wave. Go ahead. Okay, das rechte Bild zeigt, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Welle, Wellenlänge waren, die Höhe waren 23 Kilometer. Das ist eine Darstellung und das sind die Wellen, in der man fliegen kann. Hab wahrscheinlich das meiste nicht verstanden, sorry. Aber die Experten sitzen hinter mir. So this picture came about as a result of the research that was generated
in response to the discovery of the ozone hole. Before that time, there was not much exploration of the polar stratosphere, and suddenly it became important. And this picture was taken using a laser, and what you see is the backscatter of an airborne laser reflecting off particles in a cloud or any particles in the stratosphere. Here the wave no doubt goes much higher than it's seen there, but there are no particles, so there's no backscatter. Next slide. Das Bild kommt eigentlich, oder stellt eigentlich die Forschungen dar, die angefangen wurden anzustellen, wie es darum ging, das Ozonloch zu erforschen. Dargestellt ist letztendlich Luftpartikel, die mit Laser aufgenommen worden sind. Und oberhalb der 23 Kilometer Höhe gibt es noch mehr Wellenformen, aber aufgrund der Tatsache, dass es dort keine Partikel mehr gibt, kann man sie dort nicht sehen. Wir werden hier nicht dargestellt, aber es gibt sie. This is a picture of the wind at the South Pole. In the center of the picture is the South Pole, and to the right is Argentina, South America. In der Mitte ist der Südpol dargestellt, die Winde. Oben rechts ist Südamerika noch zu erkennen. This is the wind measured at 30 hectopascals, which is equivalent to 80,000 feet or 23 kilometers. Die Windstärke ist gemessen worden auf 23 Kilometer Höhe. And we can see the polar vortex wobbles around the pole during most of the winter in the southern hemisphere. Wir sehen, dass der Vortex um den Südpol herum wobbelt, was immer das auf Deutsch heißt. Aber das Bild zeigt eindeutig, dass es nicht einer geometrischen Symmetrie entspricht, sondern es unterliegt vielen Veränderungen. And it is the polar vortex that provides the high-speed wind at high altitude for the wave to go high. Der Polar Vortex liefert die starken, hohen, hochgehenden Winde. The polar vortex does cover New Zealand a little bit, but it is stronger in South America. Ein bisschen geht auch bis nach Neuseeland, aber es ist stärker in Südamerika. This is a picture based on data from the global model, which comes from the European Center for Mid-Range Forecasting. Diese Daten beruhen auf den Arbeiten der, jetzt nochmal, once again, the Association, Europäische, European. Where does it come from, Einar? Oh, the European Center for Mid-Range Forecasting in England. Das kennt ihr wahrscheinlich alle besser. Europäisches Mitzentrum? It's okay. Okay, sorry. Yeah. Okay, on the lower right is the equator. This is a vertical plane at 72 degrees west longitude, sorry. And it shows from the equator on the right to the South Pole on the left. And the colors represent the wind. Äquator ist auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist dann der Südpol. Die Windstärken sind durch die unterschiedlichen Farben gegeben. And you can see the subtropical jet stream by the pointer. And then a weak polar jet stream underneath the polar vortex. Wir sehen einmal den Jetstream rechts und links den The polar jet. Den Polar Jetstream. Yeah. Okay, this was the day that we set the altitude record above 50,000 feet.
And you can see the big dot shows where we were flying exactly. Der Punkt gibt die Höhe an, in der geflogen worden ist. The condition for the wave to continue to propagate at higher and higher altitudes is that the wind continuously increases as you go higher. Die Windstärke nimmt mit der Höhe zunehmend zu. So and this was not a perfect situation. The wind dropped a little bit just above the polar jet. Es waren nicht ganz ideale Bedingungen. Der Wind fiel etwas. And then it started into the increasing gradient as we went higher. And you can see if we had continued to go higher, we just fly into continuously stronger winds as we get up to 100,000 feet. Wenn wir jetzt weiter hochgeflogen wären, wären wir bis auf 100.000 Fuß gekommen. And you can see that north of the polar vortex, there's no wind in the stratosphere, and you can never plan to get to fly in a wave, or very rarely will there be a wind above the tropopause. Die Daten zeigen auch, dass in der rechten oberen Ecke überhaupt kein Wind vorhanden ist, sodass ein Fliegen in der Höhe unmöglich wäre. This is some data from a NASA atmospheric research flight, and it was an east to west flight across Kiruna in northern Sweden, right at the Arctic Circle. Das sind Daten von einem Flug in Westsee, Schweden, Kiruna. You can see very large amplitude wave at lower altitude. The middle of the picture is about where the NASA airplane was flying, and it was looking up and down, and he was flying just about the tropopause. So at low altitude, very large amplitude wave. In tieferen Gebieten sehr große Amplituden der Wellen und das würde ich jetzt vorausnehmen. Okay. And above the tropopause, you can see the wave continuously increases in amplitude with altitude. This graph just shows the limit of the instrument that NASA was using, but this wave probably may well go up to 50 kilometers. And it continuously increases exactly the way true airspeed increases with indicated airspeed as you go higher. As the air density gets less, the amplitude of the wave gets larger. And one consequence is that it gets higher and higher, and eventually it may become unstable, and the weather people call it a breaking wave. And as far as we know, no airplane has flown in a breaking wave, and nobody knows just exactly what the turbulence might be, but it's probably a lot. That was a lot. Okay, was man sehen kann, ist oberhalb der Tropopause die Wellenamplitude zunimmt, dass auch die Geschwindigkeiten zunehmen mit abnehmender Dichte. Wahrscheinlich, oder andersrum, aufgrund der begrenzten Messgenauigkeiten kann man davon ausgehen, dass das noch in weitere Höhen geht. Und das führt aber auch dazu, dass dort einige chaotische Turbulenzen zu erwarten sind. This is a data from a balloon launched on South Island, New Zealand. And the horizontal axis is altitude, the vertical axis is the rise rate of the balloon, Das sind Daten von einem Ballon aufgenommen in Neuseeland. Auf der horizontalen ist die Höhe aufgetragen, die vertikale liefert die Steiggeschwindigkeit. So the balloon is drifting downwind through a big field of waves, which get a larger and larger amplitude as the balloon goes higher. Es gibt eine Menge Amplituden und je höher der Ballon steigt, umso stärker werden diese Ausschläge. The blue line is the theoretical amplitude of waves. It shows that the
the waves increase in accordance with theory. Die blaue Linie zeigt eine theoretische Linie der Wellenenergie. And the red line is the sink speed of a notional sailplane, and it shows how the sink speed increases with altitude. Die Sinkgeschwindigkeit des Segelfluges, rot dargestellt, nimmt ab mit zunehmender Höhe. So this shows that you can climb at all altitudes, if true. Das zeigt, dass man an allen Höhen steigen kann. Steve Fawcett, well, I needed money, and I asked several rich people if they wanted to participate in this, and Steve Fawcett said, I want to participate. So with his money, we bought a DG 505. Mit Hilfe von Steve Fawcett's Geld wurde eine DG 505 gekauft. You can see we borrowed some pressure suits from both the Air Force and from NASA. We installed the red thing back there as a drogue chute in case of extreme turbulence where we might overspeed. Die Druckanzüge wurden von Air Force und NASA ausgeliehen und hinten das Rote, das, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es einen Fallschirm drin, um bei allen Flugsituationen Herr der Lage zu sein. We removed the engine and replaced it with a big supply of liquid oxygen because pressure suits use a lot of oxygen. And then we put in a lot of batteries and we put in a double wall canopy so we could always see clearly even at very cold high altitudes. Der Motor wurde ausgebaut zugunsten der Möglichkeit, mehr Sauerstoff mitzunehmen, weil Druckanzüge brauchen sehr viel. Es wurden außerdem noch zusätzliche Batterien eingebaut. Die Kanzel wurde doppelglasig ausgeführt, um auch in den Höhen noch sehen zu können. Okay, this just shows that the pressure suit is a big complicated thing and it takes a lot of help to get into the airplane before takeoff. Ein Bild des Druckanzuges, der schon ein bisschen gewaltig aussieht, und es wird auch deutlich, dass das ohne fremde Hilfe nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen ist. So you can see New Zealand over here on the right, and we went 3 seasons in New Zealand and never got above 30,000 feet. Maybe our fault, maybe it was a bad year. But we looked at the map and said we can go further south and the mountains are more aligned north-south in South America, so let's try that. Die ersten Versuche gingen 3 Jahre in Neuseeland. Die größten Höhen waren etwa 50.000 Fuß, bis dann entschieden wurde, wir gehen mal nach Südamerika. Dort ist dann die Landmasse auch rechtwinklig zur Wellenrichtung ausgerichtet. And right where we needed it is a wonderful airport with friendly, helpful people. Wir fanden einen Flugplatz vor, der sehr nett ausgerichtet ist und sehr viele freundliche Leute hat. I thought for people who have not flown sailplanes in the wave and maybe who couldn't see out because of the ice on the canopy, when you can, sometimes the view is absolutely breathtakingly beautiful. Einfach mal ein Bild für die Leute, die sowas noch nicht gesehen haben und den Höhen auch nicht fliegen. Atemberaubender Ausblick nach außen. Sieht man nicht so häufig, können nicht so viele Leute sehen, weil in der Regel die Kanzel vereist ist. Aber wie ich vorhin schon sagte, oder wie gesagt wurde, es war eine doppelte Kanzel, sodass ein Blick nach draußen gut möglich war. Sorry. Here's another model of the wave we flew in. This is, again, the same equations that are used in the global model. All the physics of the atmosphere and all the terrain we flew over is included in the mathematical model. Links nochmal eine Aufnahme, in der modellhaft alle Daten eingeflossen sind. The red area is updraft, the blue and green area is downdraft, and this is a typical configuration. They're all a little different, but
they all are variations on this theme. Die roten sind die aufwärts gerichteten Strömungen, Wellen, die blauen und die grünen die aufwärts gerichteten. Amazingly enough, our actual GPS track is shown in the green line, the wiggly green line. It shows we climbed near the top of the primary wave, dropped back to the secondary wave and continued the climb. Der Flug des Segelflugzeugs ist GPS-mäßig mit der grünen Kurve dargestellt. Im primären Aufwärtswind nach oben, abwärts dann zur zweiten Welle und dann wieder aufgestiegen. That was the reason we flew with the pressure suits and the DG was to prove the concept. Can we go up to the tropopause, transition into the stratosphere and continue climbing? And if we prove we can do that, then it's time to build a special glider, spend a lot of money, build a special glider and fly very high. Dieser Flug diente dazu, um das Konzept zu überprüfen, ob es möglich ist, in die Tropopause aufzusteigen. Und wenn denn dann die Ergebnisse zeigen, das geht, ja gut, dann kostet es Geld für ein zweites Flugzeug, für ein nächstes Flugzeug. We're still climbing well at above 51,000 feet actually, but it was very cold and we were tired and the pressure suits were becoming increasingly difficult to work the airplane flight controls as we got higher and the pressure suits got more stiffness. Bei 51.000 Fuß Höhe wäre es noch möglich gewesen, weiterzusteigen, aber die Druckanzüge wurden langsam ungemütlich und vor allen Dingen es waren noch müde. So Steve and I agreed that we proved we could do it. It was time to build a pressure cabin. So we flew home. And I will just recall that flying home we eventually got above, there were some holes in the clouds and we could see down. And we banked and looked down to see the airport we took off from. And it looked like we were really high. Okay. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Also, das Konzept war in einer kurzen Diskussion angenommen von Steve und Einar, die gesagt haben, okay, es geht, aber der nächste Schritt ist jetzt ein Flugzeug mit Druckkabine. Und wie Einar gerade schon schön gesagt hat, sie haben das Flugzeug dann auf die Seite gedreht, haben runtergucken können durch ein Loch in den Wolken und meinten dann auch, verdammt, das sind ganz schön hoch. This is our team. All these people were really almost necessary for the project. We have people that ran the airport that were very helpful. We had our people, we had my wife, Susanna, we had instrumentation engineer. Das ist eine Aufnahme des gesamten Teams, was erforderlich war, um diesen Flug überhaupt durchzuführen. Neben den Piloten waren auch noch eine Menge Leute am Boden, am Flughafen und überhaupt Susanna erforderlich. And we had Steve and I in the pressure suits. We had a official observer. We had a pressure suit technician, which was required, and we had the tow pilot. So all those people. Yeah. Die beiden Piloten, Einar und Steve, in den Druckanzügen. Es gab Offizielle noch und natürlich auch noch mal Unterstützung bei der Wartung, Handling von den Druckanzügen. So one of the reasons why they could not go higher was the glider was flying inefficiently at high altitude. Ein Grund dafür, dass Perlan 1 nicht höher fliegen konnte, lag daran, dass das Flügelprofil nicht effizient genug war, dargestellt durch die blaue Linie. And at 60,000 feet and 90,000 feet, the performance of that airfoil gets much worse. Ab 60.000 Fuß bis 90.000 Fuß wird das Flügelprofil deutlich schlechter. So we've designed a new airfoil for the Perlan 2, which is not as good at sea level, but it is better above 60,000 feet. Das Flächenprofil der Perlan 2 ist auf Seehöhe schlechter,
dafür aber deutlich besser ab 60.000 Fuß. We also don't want to fly in pressure suits anymore. Wir wollen auch nicht mehr in Druckanzügen fliegen, stattdessen gibt es jetzt was Neues. So we have a new breathing system based on rebreathers that underwater divers use. Wir nutzen jetzt ein System, wie es auch üblich ist bei Tauchern. We have a breathing mask, and you breathe out on this side into this hose. Eine Atemmaske, durch den blauen Schlauch wird ausgeatmet. The scrubber extracts the carbon dioxide. Unten der schwarze Behälter entzieht CO2. And then we inject more oxygen so you can breathe the same air again. Es wird dann Sauerstoff zugeführt, sodass man die gleiche Luft wieder atmen kann. This is very, very efficient. This one bottle here will last 2 pilots 8 hours. Das ist ein sehr effizientes System. Die Flasche reicht aus, um 2 Piloten 8 Stunden mit Sauerstoff zu versorgen. So this is the design of the Perlan 2 that incorporates those two new things. Das ist die Perlan 2, die die 2 Dinge jetzt beinhalten wird. It is very similar to the Ash 25. It has a 25-meter wingspan. Das ist sehr ähnlich der Ash 2. ASH 25. Oh, so, ASH. ASW, ja, okay. 25 Meter Spannweite. Carries 2 people and has a pressurized cabin. Das kann 2 Leute aufnehmen und hat eine Druckkabine. Gross weight or takeoff weight, 1,800 pounds, is about 850 kilograms. Maximales Abfluggewicht etwa 850 Kilo. This glider is being made out of carbon fiber, but we use a special carbon fiber called pre-preg carbon fiber. Das Flugzeug ist hergestellt aus Carbon Fiber Parts, aber Carbonfiber-Teilen, aber es wird ein besonderes Material verwendet. This fiber is woven in a machine with the epoxy resin already in the fibers. Das Material wird in einer Maschine hergestellt, in einer Maschine gewoben und die Besonderheit ist, dass das Harz bereits da schon drin enthalten ist. This makes it extremely light for the same strength. Das führt dazu, dass es extrem leicht ist, aber sehr stark ist. We are building the glider in Oregon in the United States where it is snowing right now. In Oregon, wo der Flieger gerade gebaut wird, schneit es gerade. Wobei der Schnee wahrscheinlich nicht das Hauptding ist. And we have a lot of work still to go to assemble the glider. Es gibt noch viel Arbeit zu tun, um den Segelflieger zusammenzubauen. Up until now we have been sponsored by private glider pilots, Steve Fawcett, myself and Dennis Tito. Bis dazu wird das Projekt auf privater Basis finanziert. Steve Fawcett, Morgan und Titus. Dennis Tito. Dennis Tito. Sorry. Dennis is famous for being the first person to pay for a flight to the International Space Station. Er ist dafür bekannt, dass er bezahlt hat, dass als erster dann auf eine Internet Space Station Weltallstation zu kommen. Did I get you right? Oh, hopefully. Yep, close enough. They will court-martial me later. Dennis owns 3 gliders, and he says flying a glider is the next best thing to flying in orbit. Dennis hat selber 3 Segelflugzeuge und es ist das beste Mittel, um mit einem Segelflugzeug näher des Orbits zu fahren.